Hi ihr Lieben! Heute zeige ich euch, wie ihr die Knopflochposition bestimmt und wie ihr die Knöpfe annäht. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Unser Trachtenmieder Susal ist jetzt fast fertig, es fehlt nur noch die Knopflochleiste und ein paar Kleinigkeiten. Wenn ihr das Video zum Trachtenmieder noch nicht kennt, schaut euch das eingeblendete Video an. Natürlich geht das auch mit anderen Dirndls oder Trachtenmiedern. Starten wir los! Im ersten Schritt habe ich mir die vordere Mitte der Blende auf beiden Vorderteilen markiert. Außerdem habe ich mir eine Nadel in Höhe der Brust gesteckt, also der breitesten Stelle. Ein Knopfloch muss auf der Höhe der Brust sitzen. Von dieser Stelle aus ermitteln wir die restlichen Knöpfe. Das erste Knopfloch oben sollte ca. 1,5 bis 2 cm von der Ausschnittkante entfernt liegen. Ich möchte hier 3 Knöpfe haben. Der Abstand zwischen den 2 Knöpfen, also dem Brustknopfloch und dem obersten, sind 6 cm, also ist die Mitte 3 cm. So wird mein Knopflochabstand 3 cm. So ermittle ich auch die Knopflochposition der weiteren Knöpfe. Wenn es sich nicht ganz ausgeht, musst du etwas ausgleichen. Um die Länge des Knopfloches zu ermitteln, müssen wir den Durchmesser des Knopfloches messen. Das sind hier ca. 1,1 cm und die Höhe des Knopfes war hier ca. 0,7 cm. Diese beiden Werte addieren wir. Somit benötige ich ein 1,8 cm breites Knopfloch. Bevor ich das Ganze auf das Trachtenmieder übertrage, zeichne und nähe ich ein Knopfloch in dieser Größe auf ein Probestück und schaue, ob es passt. Nehmt dafür am besten den gleichen Stoff in der gleichen Dicke zum Testen. Wenn der Knopf gut durchpasst, wunderbar. Wenn nicht, macht das Loch größer oder kleiner. Zeichne dann die ermittelte Knopflochbreite an das Vorderteil. Das Ganze machst du auf der rechten Seite, da Frauenkleidung von rechts auf links geschlossen werden. Überprüfe zum Schluss, ob dir die Position und die Abstände so gefallen. Wenn alles markiert ist, werden jetzt die Knopflöcher genäht. Wenn ihr eine Knopflochautomatik habt, mit der ihr zufrieden seid und gut zurechtkommt, sind diese jetzt schnell und einfach genäht. Wenn nicht, dann schaut euch doch gerne das eingeblendete Video an, dort zeige ich euch nämlich, wie ihr manuell Knopflöcher mit eurer Nähmaschine näht. Und wenn ihr keine Automatik habt oder wenn ihr einfach damit nicht zufrieden seid oder nicht zurechtkommt. Wenn ihr dann fertig mit den Knopflöchern seid, schaut wieder hier bei diesem Video weiter. Zum Öffnen des Knopfloches stecke ich mir am Ende und gegebenenfalls auch am Anfang des Knopfloches eine Stecknadel. Damit wird verhindert, dass aus Versehen zu weit aufgetrennt wird. Steche dann in den Stoff ein und schneide ganz langsam den Stoff auf. Alternativ zum Nahtauftrennen kannst du auch eine Schere oder so ein Knopflochmesser verwenden. Dafür solltest du dir aber etwas darunter legen, wie zum Beispiel ein Holz, damit du dir den Boden nicht zerkratzt. Als nächstes müssen wir die Position der Knöpfe bestimmen. Dazu stecke ich mir das Vorderteil an der vorderen Mitte zusammen. Dann stecke ich mir Stecknadeln durch die Knopflöcher auf das darunterliegende Teil. Somit haben wir die Position der Knöpfe abgesteckt. Messt trotzdem nochmal die Abstände, ob diese korrekt sind. Wenn es passt, markierst du die Position der Knöpfe mit Schneiderkreide. Jetzt müssen noch die Knöpfe angenäht werden. Fädle den Faden doppelt ein und verknote die Enden. Steche dann von hinten ein und fädle dann den Knopf darauf.
Dann stechen wir wieder zurück auf die Rückseite. Ich nehme gerne meine Finger dazwischen, damit sich die Fäden nicht verheddern, bzw. damit ich das besser ausgleichen kann. Das Ganze wiederhole ich jetzt ein paar Mal, bis der Knopf fest und stabil ist. Der Steg sollte waagrecht stehen. Jetzt verknoten wir den Knopf auf der Rückseite. Dazu stechen wir durch die schon vorhandenen Fäden. Dabei entstehen Schlaufen, die wir verknoten können. Wiederhole das 2-3 Mal und schneide den restlichen Faden ab. Das machst du mit allen Knöpfen. So sieht das dann fertig aus. Gar nicht so schwierig, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Schaut euch auch gerne noch meine anderen Nähvideos an. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.